This afternoon, I'm going to talk about what I call the lost knowledge of the imagination. But before I start, I should say that the phrase itself comes from the English poet and essayist Kathleen Raine. For many years, Kathleen Raine guided the Temenos Academy, an alternative learning establishment whose aim was to keep alive what she called the learning of the imagination. It is still active today, running lectures and courses devoted to this learning. Heute Nachmittag werde ich über das sprechen, was ich als das verlorene Wissen von der Vorstellungskraft bezeichne. Ehe ich jedoch beginne, sollte ich erwähnen, dass dieser Ausdruck auf die englische Dichterin und Essayistin Kathleen Raine zurückgeht. Viele Jahre lang stand Kathleen Raine der Tenemos Akademie in London vor, und das ist eine alternative Bildungseinrichtung, deren Ziel es ist, also das, was sie die Ausbildung der Vorstellungskraft nannte, am Leben zu erhalten. Diese Akademie gibt es also heute noch und veranstaltet Vorträge und Kurse zu diesem Bildungsziel. Temenos is a Greek word meaning the sacred space before the temple, and it's an apt name for Raine's Academy. Raine is best known as a scholar of William Blake and other English Romantic poets, and she discovered that there was a whole tradition in the West of what we can call imaginative knowledge that was lost to us. This was a knowledge that was as real and true as the kind of knowledge we are more familiar with, scientific knowledge or practical knowledge, but that concerned itself with aspects of reality that our more commonplace knowledge ignored or was unaware of, or in many cases actively rejected. Tenemos stammt aus dem Griechischen und bedeutet heiliger Raum oder Versammlung vor dem Tempel, und es ist ein passender Name für Raines Akademie. Raine, die wohl am meisten als Expertin auf dem Gebiet von William Blake und den englischen Dichtern der Romantik bekannt ist, gelangte also zu der Entdeckung, dass in der westlichen Welt es eine ganze Tradition von etwas gab, das man als imaginatives Wissen bezeichnen kann. Und das uns aber verloren gegangen ist. Das war eine Art von Wissen, die genauso real und wahrhaftig war, wie das, was uns jetzt vertrauter ist, nämlich das wissenschaftliche und praktische Wissen. Und dieses andere imaginative Wissen war aber mit Aspekten der Wirklichkeit befasst, von denen unser gewöhnliches Wissen keine Kenntnis besaß oder die ihm gar nicht bewusst zugänglich waren und das in vielen Fällen auch dezidiert abgelehnt wurde. What is this other kind of knowledge, and why was it rejected? In a broad, general sense, we can say that where the kind of knowledge we are more familiar with deals with the outer, external world, how to maneuver through it and control it, the kind of knowledge that is absolutely necessary for life. This other, imaginative knowledge is concerned with our inner world, with what we used to call the soul, but which we now speak of as consciousness. It's concerned with our inner experience, with states of being, with values, meanings, insights, intuitions, and the other mysterious phenomena that make up our interior landscape and help make us human. Worum handelt es sich bei dieser Art von Wissen und warum wurde es abgelehnt? Generell können wir sagen, dass die uns vertrautere Form von Wissen die äußere, uns umgebende Welt zum Gegenstand hat. Wie wir uns sicher in ihr bewegen können, wie wir sie kontrollieren können, die Art von Wissen, die eben auch lebensnotwendig ist. Wohingegen dieses andere, imaginative Wissen auf unsere innere Welt gerichtet ist, mit dem, was wir einst Seele bezeichnet haben, was aber wir heute eher als Bewusstsein bezeichnen würden. Es beschäftigt sich mit unserer inneren Erfahrung, mit Seinszuständen, mit Werten, tieferen Bedeutungsebenen, Einsichten und all den anderen geheimnisvollen Phänomenen, aus denen unsere innere Landschaft besteht und die nicht zuletzt unser Menschsein ausmachen. This kind of knowledge was rejected because it is precisely these kinds of intangible things that the kind of knowledge we are more familiar with cannot deal with adequately.
It can tell us what is wrong with our car engine or how to get to the moon, but if we want to know the meaning of life or why a sunset is beautiful, it is irrelevant, absolutely useless. No amount of scientific analysis of a sunset will reveal to us the mystery of its beauty, just as no amount of pragmatic advice about how to get on in life will tell us its meaning. For this kind of knowledge, meaning and beauty are only subjective. They exist only inside our heads. My car engine and the moon are outside. They are objective, real. What I know about them is real knowledge and is true for everyone. But what I find meaningful and beautiful, according to the quantitative way of knowing, is true only for me. According to our common ideas, that's not knowledge. At best, it's only opinion, and only as good as any other. Diese Art von Wissen stieß auf Ablehnen, weil uns das vertraute Wissen von mit genau solchen ungreifbaren Dingen nicht adäquat umgehen kann. Es kann uns wissen lassen, was mit dem Motor unseres Autos nicht stimmt oder wie wir auf dem Mond landen können. Aber wenn wir etwas über den Sinn des Lebens oder über die Schönheit des Sonnenuntergangs erfahren möchten, dann ist es eigentlich total unnütz. Auch die umfassendste wissenschaftliche Analyse eines Sonnenuntergangs wird uns nicht das Geheimnis seiner Schönheit offenbaren. Ebenso wenig wie keine noch so fundierte, pragmatische Beratung, wie wir im Leben erfolgreich sein können, uns Aufschluss über den Sinn des Lebens geben kann. Für diese Art von Wissen sind Sinn und Schönheit subjektiv. Sie existieren lediglich in unserem Kopf. Der Motor meines Wagens und der Mond befinden sich außerhalb von mir. Sie sind nur objektiv vorhanden. Sie sind objektiv vorhanden, real. Was ich über sie weiß, ist reales Wissen und für jedermann wahr. Was für mich schön und bedeutsam ist, ist nur für mich selber wahr. Es ist halt eine persönliche Meinung und genauso gültig wie irgendeine andere persönliche Meinung. Although living and influential in the past, this imaginative tradition had been lost, or more accurately, pushed aside and relegated to the gutter with the rise of the modern age and the development of what we know as science and the measurable, quantifiable knowledge associated with it. At this time, around the early 17th century, for something to qualify as knowledge, it had to be amenable to being measured and quantified. The sort of interior experience the tradition of imaginative knowledge was concerned with could not meet this requirement. It was concerned with quality, not quantity, with meaning, not measure. The sorts of things it engaged with could not be encompassed with a slide rule or a measuring tape. They could not be touched or felt or weighed or in any way perceived by the senses. Because of this, they found themselves being regarded as non-existent, or at best understood as negligible byproducts of the actual measurable, that is physical, processes that the new quantifiable knowledge believed accounted for them. Obwohl es in der Vergangenheit lebendig und einflussreich war diese imaginative Tradition, wie Rain erkannte, verloren gegangen. Oder, um es genauer zu sagen, sie war beiseite geschoben und verworfen worden. Im Zuge des aufstrebenden modernen Zeitalters und der Entstehung einer Wissenschaft, die untrennbar mit messbarem, quantifizierbarem Wissen verbunden war. Zu jener Zeit, etwa im frühen 17. Jahrhundert, musste etwas gemessen und quantifiziert werden können, um als Wissen anerkannt zu werden. Jene Art von innerer Erfahrung, auf die die Tradition des imaginativen Wissens ausgerichtet war, konnte solche Voraussetzungen nicht erfüllen. Denn ihr ging es um Qualität, nicht um Quantität, um innewohnenden Sinn statt äußerer Messbarkeit. Die Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigte, konnten nicht mit dem Lineal oder mit dem Maßband nachgemessen werden. Sie konnten nicht angefasst oder ertastet werden. Demzufolge wurden sie nach kurzer Zeit als nicht existent oder bestenfalls als vernachlässigbare Nebenprodukte der tatsächlich messbaren physischen Vorgänge betrachtet, die das neue, quantifizierbare Wissen für die Erklärung auch von allem anderen hielt.
The idea that these inner experiences are unreal continues today, and it's very easy to find evidence for it. The whole push to explain consciousness in physical terms as a product of neurons and electrochemical exchanges in the brain that has been going on for some time now is an example of this. But because the new quantitative way of knowing was so impressive and successful, it seemed to put an enormous power into man's hands. And so we went ahead with confidence and either ignored the warnings about the consequences of the loss of our inner world or rejected them as nonsense. Diese Auffassung von der Unwirklichkeit oder Bedeutungslosigkeit unseres inneren Erlebens aus der quantitativen Perspektive betrachtet besteht noch heute. Es ist sehr leicht, dafür Belege zu finden. So ist es zum Beispiel schon seit geraumer Zeit in Mode gekommen, Bewusstsein auf der physischen Ebene und mit physischen Begriffen zu erklären, als ein Produkt von Neuronen oder elektrochemischen Austauschprozessen im Gehirn. Weil aber der neue quantitative Erkenntnisweg so beeindruckend und erfolgreich war und allem Anschein nach dem Menschen eine enorme Macht verlieh, schritt man auf diesem Weg mit großer Zuversicht voran und ignorierte entweder jede Warnung bezüglich der Konsequenzen des Verlustes unserer inneren Welt oder tat sie als Unsinn ab. This tradition of imaginative knowledge lost a great deal of prestige at this time. Up until then, it was not considered, as it is today, nonsense and superstition, but a legitimate concern of scholars and philosophers. And its fall from grace was considerable, but it did not disappear. It merely went underground and became a kind of subterranean stream, surfacing from time to time and informing sages and poets like Swedenborg, Blake, but also Goethe and Novalis, and the German Romantics, and many other artists and poets and musicians and philosophers. By the late 19th century, it came forth as the modern occult revival, responsible for Madame Blavatsky and the Theosophical Society and the Hermetic Order of the Golden Dawn. By the early 20th century, you have Rudolf Steiner's Anthroposophy, and you also have the work of Gurdjieff and Uspensky. Carl Jung is beginning to do his work at the same time, and he's drawing on elements from this tradition as well. Die Tradition des imaginativen Wissens verlor damals sehr stark an Ansehen. Vor dieser Zeit wurde sie nicht, wie dies heute der Fall ist, als bloßer Unsinn abgetan, sondern als legitimes Anliegen von Gelehrten und Philosophen hochgeachtet. Seither aber fiel sie in beträchtlichem Ausmaß in Ungnade, verschwand jedoch nicht, wie Rain, die anfangs erwähnt wurde, feststellte. Sie begab sich lediglich in den Untergrund und wurde zu einer Art unterschwelligen Strömung. Gelegentlich gelangte sie wieder an die Oberfläche und beeinflusste Weise und Dichter wie Swedenborg, das war vorher das Bild, also Emanuel Swedenborg und William Blake, auch Goethe, Novalis und die deutschen Romantiker, sowie viele andere Künstler und Poeten und Musiker der damaligen Zeit. Ab dem späten 19. Jahrhundert blühte sie auf im Zuge der damals modernen okkulten Wiedererweckung und brachte die Theosophische Gesellschaft von Madame Blavatsky und den Hermetic Order of the Golden Dawn hervor. Ab dem frühen 20. Jahrhundert beobachten wir, wie die Anthroposophie Rudolf Steiners, das Werk von Gurdjieff und Uspensky und sogar Psychoanalytiker wie Carl Gustav Jung aus Elementen und Ideen schöpfen, die aus dem unterschwelligen Strom dieser verlorenen Tradition emporstrudeln. In my books, I write about the history of this lost tradition, which has been lost only for the past 4 centuries. Misplaced or hidden may be better ways to characterize it, as something being lost implies that it went missing accidentally, and the disappearance of this tradition of imaginative knowledge had nothing accidental about it. It was deliberately relegated to the rubbish bins of ideas, and as I show in a book of mine called The Secret Teachers of the Western World, it was subjected to a kind of character assassination. In meinen Büchern The Quest for Hermes Trismegistos, die Suche nach Hermes Trismegistos,
und The Secret Teachers of the Western World, die geheimen Lehrer der westlichen Welt, schreibe ich über die Geschichte dieser verlorenen Tradition, die eigentlich nur während der letzten 4 Jahrhunderte verloren gegangen ist. Nicht auffindbar oder verborgen würde es wohl treffender darstellen. Denn dass etwas verloren gegangen ist, schließt mit ein, dass es versehentlich verloren wurde, während es sich doch beim Verschwinden dieser Tradition des imaginativen Wissens keineswegs um ein Versehen handelt. Sie wurde mit voller Absicht in den Abfalleimer der Ideen geworfen und, wie ich in Secret Teachers ausführlich zeige, zum Opfer eines bühnenreifen Attentats. In my books, I show this tradition's roots in the ancient philosophies and beliefs of antiquity, and how, with the rise of quantifiable knowledge as the only accepted form of knowledge, it fell from a position of considerable prestige into ignominious disrepute. When we recognize that figures such as Copernicus and Isaac Newton, architects of the modern age, and other A-list Western intellectual stars such as Dante and Plato, subscribe to much of this lost tradition, we can see that it is something of value and significance, and that to lose such a learning is indeed a loss. In diesen und anderen Büchern zeige ich auf, wie die Wurzeln dieser Tradition auf die Philosophien und Anschauungen der Antike zurückgehen und wie sie mit dem Aufstieg des quantifizierbaren Wissens als einzig akzeptierter Form von Wissen von einer Position beträchtlichen Ansehens schließlich als schändlich in Verruf kam. Wenn wir erkennen, dass herausragende Geister wie Kopernikus und Isaac Newton, die Architekten einer neuen Zeit, sowie andere Geistesgrößen der westlichen Welt, wie zum Beispiel Dante und Plato, sich der verlorenen Tradition weitgehend verschrieben hatten, wird uns klar, dass es sich um eine Angelegenheit von großem Wert und großer Bedeutsamkeit handelt und dass der Verlust dieser Art von Gelehrsamkeit in der Tat einen großen Verlust für uns darstellt. Kathleen Raine saw that the Neoplatonic tradition, with its vision of the One, the varied forms of the anima mundi, or the soul of the world, and the struggle of the individual soul to free itself from material bondage, its exile in the world, and return to its source, was the guiding idea behind the symbols and metaphors that inform the Romantic lyrical tradition. What this poetry was about, fundamentally, was the soul and its journey here in an often dark world. Ultimately, this vision went back to Plato. But she also knew that Neoplatonism was not the sole source of the knowledge of the imagination she discovered in Coleridge, Yeats, and other poets. It was one of many sources rooted in the past, such as Hermeticism, Kabbalah, Gnosticism, and also the wisdom of the East. This is Plotinus, and this is a symbol of the divine Sophia in the Gnostic tradition, who's fallen to the earth. But this subterranean stream was fed by Hermeticism, Kabbalah, Gnosticism, and also the wisdom of the East. As we see here, the tree of life and the yin-yang symbol. The tradition of the imagination has appeared in many forms. They're each related to the others, but each is also unique. Each also fed and drank at the same source. Kathleen Raine betrachtete die neoplatonische Tradition mit ihrer Vision vom einen, von den verschiedenen Formen der Anima Mundi, also der Weltseele, und dem Ringen der individuellen Seele um Befreiung von der Gebundenheit in der Materie, ihrem Exil in dieser Welt und von der Wiederkehr zu ihrem Ursprung als Leitidee hinter den Symbolen und Metaphern, derer sich die lyrische Tradition der Romantik bediente. Im Grunde ging es bei dieser Dichtung um die Seele und ihre Reise in dieser oft so dunklen Welt. Letztlich ging diese Vision auf Plato zurück. Aber Raine war sich darüber im Klaren, dass der Neoplatonismus nicht die einzige Quelle des Wissens um die Vorstellungskraft war, dass sie bei Coleridge, also dem englischen Dichter der Romantik, Coleridge, Yeats und anderen Dichtern entdeckte. Vielmehr war er eine von vielen Quellen, deren Wurzeln in die Vergangenheit zurückreichen.
und wie des Weiteren hermetisches, kabbalistisches und gnostisches Gedankengut und die Weisheitslehren des Ostens, aus welchen allen der unterirdische Strom der verlorenen Tradition gespeist wurde. Die Tradition der Imagination ist in vielen Formen in Erscheinung getreten. Jede davon stand mit den anderen in Verbindung und war doch auch einzigartig. Und jede von ihnen nährte sich und trank aus derselben Quelle. All of these traditions offered a different way of knowing the world and a different way of understanding our place in it than that of the quantifiable, measurable view. In a general sense, we can say that they spoke of a world that was living, conscious, interconnected, and receptive to human entreaty. Human beings themselves were part of this world and shared in its spiritual, vital character. We could communicate with it. We participated in it. We could speak with the spirits of nature and commune with the gods. It was a world that we can only dimly envision now through our imagination or remember it from our childhood. But it was a world in which imagination was the fundamental medium linking all together. Alle diese Traditionen boten eine Art des Wissens über diese Welt und eine Art der Erkenntnis unserer Aufgabe in dieser Welt, die sich von der auf quantifizierbaren und messbaren beruhenden Sichtweise unterschieden. Generell können wir sagen, dass sie von einer Welt Zeugnis ablegten, die von Leben und von Bewusstsein durchdrungen, auf vielfältige Weise verbunden und für menschliche Anliegen zugänglich war. Die Menschen selbst waren ein Teil dieser Welt und hatten unmittelbar Anteil an ihrem spirituellen und kraftvollen Wesen. Wir konnten mit ihr kommunizieren, wir standen in einer aktiven Wechselbeziehung zu ihr. Wir konnten uns mit den Naturgeistern verständigen und mit den Göttern Zwiesprache halten. Es war eine Welt, von der wir uns jetzt nur eine verschwommene Vorstellung machen können, mittels unserer Imagination, oder an die wir uns aus Kindertagen erinnern können. Es war jedenfalls eine Welt, in der Imagination das grundlegende Medium war, durch das alles miteinander verbunden war. But with the rise of the new quantitative way of knowing, all of that changed. The gods and spirits were evicted from the world. In order to understand the laws of planetary motion, we had to reject the idea, expressed eloquently by Dante, that it was the angels, or love, that moved the stars. Yet Johannes Kepler, who discovered the laws of planetary motion, which we use today to send our probes out into the further reaches of space, was himself a passionate devotee of our lost tradition. Jedoch mit dem Aufstieg des quantitativen Wissens wandelte sich all das. Die Götter und Geister wurden aus der Welt vertrieben. Um die Gesetze der Planetenbewegungen zu verstehen, mussten wir die Idee zurückweisen, die von Dante so eloquent zum Ausdruck gebracht worden ist, dass es die Engel oder die Liebe waren, die die Sterne bewegten. Und doch war auch Johannes Kepler, der die Gesetze der Planetenbewegungen entdeckte, welche die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir heute Nachforschungen bis hin zu den entlegensten Gebieten des Weltalls anstellen können, selbst ein leidenschaftlicher Anhänger unserer verlorenen Tradition. If someone responsible for the knowledge that allows us to send interstellar probes out beyond our solar system and into the infinity of space was a student of our lost tradition, it behooves us, I think, to try to understand why this should be so. It's also a reminder that in trying to revive or restore or renew this lost tradition, the aim is not for it to replace the kind of knowing we associate with science and the practical business of life, but to complement it. Both are absolutely necessary, and it is only by embracing both that we are fully and truly human. Wenn jemand, der das Wissen für uns bereitgestellt hat, dass es uns gestattet, interstellare Forschungen über unser Sonnensystem hinaus und bis in die unendlichen Weiten des Universums durchzuführen, ein Schüler unserer verlorenen Tradition war, dann steht es uns meiner Ansicht nach wohl an, zu ergründen zu versuchen, warum dem so war. Es soll uns auch daran erinnern, dass wenn wir versuchen, diese verlorene Tradition wiederzubeleben, wiederherzustellen oder zu erneuern, dies nicht mit dem Ziel geschehen kann, die Art von Wissen, die wir mit Wissenschaft und den pragmatischen Aspekten des Lebens in Verbindung bringen, zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen.
Denn beide sind absolut notwendig. Und nur indem wir beiden gerecht werden, sind wir im vollen und wahren Sinne Menschen. The true source of this tradition of imaginative knowledge, however, is the imagination itself. All gods exist and have their origin in the human soul, William Blake tells us. He goes even further. The entire world we perceive with our senses is a product of imagination, not in the sense of it being fake or unreal, but in the sense that our inner world, our mind, for sake of a better word, has precedent over the outer one and is indeed responsible for it. As the essayist and philosopher of language Owen Barfield, a friend of C.S. Lewis and a brilliant expositor of the ideas of Rudolf Steiner, said, interior is anterior, meaning that our inner worlds come first, before the outer world. This, of course, is the exact opposite of what modern science tells us today. For it, the outer, exterior, physical, material, measurable world comes first and is, in some way they can't explain just yet, but they're working on it, responsible for our inner one. Die wahre Quelle dieser Tradition des imaginativen Wissens ist allerdings die Imagination selbst. Alle Götter existieren und haben ihren Ursprung in der menschlichen Seele, wie William Blake uns mitteilt. Er geht sogar noch weiter. Die gesamte Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist ein Erzeugnis unserer Vorstellungskraft. Nicht in dem Sinne, dass sie falsch oder nicht real wäre, darauf werden wir in Kürze zurückkommen, sondern in dem Sinne, dass unsere innere Welt, unser Geist, in Ermangelung eines besseren Wortes, über die äußere vorherrschend ist und sie in der Tat hervorbringt. Auch darauf werden wir später noch zurückkommen. Wie der Essayist und Sprachphilosoph Owen Barfield, der ein Freund von C.S. Lewis und ein brillanter Interpret der Ideen von Rudolf Steiner war, sagte, das Innere ist das Vorherige, was bedeutet, dass unsere inneren Welten zuerst kommen, vor der äußeren Welt. Dies ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was die moderne Wissenschaft uns heute verkündet. Für sie kommt die äußere, umgebende, physikalische, materielle und messbare Welt zuerst. Demnach ist diese in einer Weise, die man jetzt eben einfach noch nicht erklären kann, die Ursache für unsere inneren Welten. I don't accept this, and I don't believe the people in this room accept it. But that is the situation today. And it's because that is the situation today that we have what this conference is concerned with, a crisis of the ego. What I hope to do in this talk is to show that by regaining this lost knowledge of the imagination, by becoming aware of and participating in this tradition of the imagination, we may be able to overcome this crisis. With the grasp of what this knowledge of the imagination truly means, we can pass through this difficult time, this time of troubles, as the historian Arnold Toynbee spoke of the crises that challenge civilization. And we can begin to work on the real challenge, that of taking the next step in the evolution of consciousness. Diese Auffassung ist für mich inakzeptabel, also dass die äußere Welt die Ursache für die innere Welt ist, was wir vorher gesagt hatten. Diese Auffassung ist für mich inakzeptabel und ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum sie akzeptabel findet. Aber so sieht die Lage heutzutage aus. Und weil dies heute die Situation ist, in der wir uns befinden, erleben wir genau das, worum es in diesem Symposium geht. Eine Krise des Ich. In diesem Vortrag hoffe ich darzulegen, dass wir, indem wir dieses verlorene Wissen von der Vorstellungskraft wiedererlangen, wir auch in der Lage sein werden, diese Krise zu überwinden. Dadurch, dass wir erfassen, was dieses Wissen von der Vorstellungskraft in Wahrheit bedeutet, können wir durch diese schwierige Zeit hindurchgehen. Diese Zeit der Mühsal, wie der Historiker Arnold Toynbee solche Krisen nannte, die eine Herausforderung für unsere Zivilisation darstellen. Und damit beginnen, uns der wirklichen Herausforderung zu stellen, die darin besteht, den nächsten Schritt zu unternehmen in der Evolution des Bewusstseins. So this is what I consider our current crises to be: the environmental, social, political, economic, and other planetary challenges facing us, or the hurdles we have to leap, the barriers we have to surmount in order to make the shift into the next stage in human consciousness,
Or rather, it is by making that shift that we will be able to face these challenges successfully. The two are intertwined. Toynbee saw challenge and response as the motor of history. If a challenge facing a civilization is too great, it fails and goes down. If it is too easy, the civilization becomes complacent and decays. But if the challenge is just right, then the civilization finds the will and creativity to meet it and continues to grow. I call this the Goldilocks theory of history. And it is something I think that we can apply to human consciousness itself. If you know the fairy tale of Goldilocks and the three bears, you will know that out of three choices, she always finds what is just right. Ja, wir kennen das Märchen von Goldilocks nicht so gut in unserem Kulturraum, aber denn genau das ist es, wonach es meiner Ansicht nach bei den gegenwärtigen Krisen geht. Die Herausforderungen, denen wir uns unsere Umwelt betreffend sowie in sozialer, politischer, ökonomischer und anderweitiger planetarer Hinsicht gegenübergestellt sehen, sind die Hürden, über die wir springen müssen, die Barrieren, die wir überwinden müssen, um zur nächsten Bewusstseinsstufe zu gelangen. Oder andersherum gesagt, indem wir diesen Bewusstseinswandel vollziehen, werden wir in der Lage sein, mit diesen Herausforderungen erfolgreich umzugehen. Hier besteht eine Wechselbeziehung. Toynbee sah Herausforderung und die jeweilige Reaktion darauf als den Motor unserer Geschichte an. Wenn eine Herausforderung sich für eine Zivilisation als zu groß erweist, wird diese scheitern und untergehen. Ist sie zu leicht, dann wird die betreffende Zivilisation sich von ihren Errungenschaften blenden lassen und dekadent werden und schließlich verfallen. Wenn jedoch die Herausforderung genau das richtige Ausmaß hat, dann bringt die Zivilisation die Willenskraft und die Kreativität auf, um ihr angemessen zu begegnen. In diesem Fall findet ein weiterer Wachstumsprozess statt. Ich nenne das die Goldilocks-Theorie der Geschichte und man kann sie, wie ich meine, durchaus auf das menschliche Bewusstsein selbst anwenden. Falls Sie das englische Märchen von Goldilocks und den drei Bären kennen, dann wissen Sie, dass sie von 3 Wahlmöglichkeiten jeweils genau die richtige findet. There are no guarantees and it's up to us to pull it off. But if we don't, I see little hope of a bright future. I don't mean to be gloomy here, just realistic. The environmental challenges facing us are enough to suggest this, and the political ones are no help either. But how can a tradition of imagination, however important, help deal with the kind of real, solid, hard, physical crises involving climate, wealth, social justice, and so on, that face us today? To answer that, I'll need to take a look at what I mean when I speak of imagination. Es gibt keine Garantien und es hängt letztlich von uns ab, ob wir es schaffen. Dann sind unsere es gibt keine Garantien dafür, ob wir es schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, sind unsere Zukunftsaussichten ziemlich düster. Ich habe nicht die Absicht, schwarz zu malen. Es geht um eine realistische Einschätzung der Lage. Die Herausforderungen, mit denen wir seitens unserer Umwelt konfrontiert sind, sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Und was auf politischem Gebiet geschieht, ist ebenfalls wenig hilfreich. Wie vermag indes eine Tradition der Imagination, wie wichtig sie auch an sich sein mag, uns dabei helfen, mit all den sehr realen, handfesten, schweren, auf der physischen Ebene auftretenden Krisen, welche unser Klima, materiellen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und so weiter betreffen, fertig zu werden? Um das zu beantworten, muss ich zunächst näher betrachten, was mit Imagination eigentlich gemeint ist. When we think of imagination, we usually see it as some kind of substitute for reality. We think of fantasy, daydreams, wish fulfillment musings, offering unsubstantial realizations of a life much more interesting, fascinating, exciting, in general, in all ways, much better than our own. We think of imagination as make-believe, as pretense, and sigh wistfully about having our dreams come true, and are usually woken up with the start and the admonition that we have let our imagination run away with us.
We drift into a fantasy of some more satisfying way of life and then sigh and admit that it was just our imagination. Wenn wir an Imagination denken, halten wir sie für gewöhnlich für eine Art Ersatz für die Wirklichkeit. Wir denken an Fantasie, Tagträume, ein sich Ergehen in Wunschvorstellungen, die uns Ausgeburten eines nicht substanziellen Lebens bieten, welches uns interessanter, faszinierender, aufregender erscheint, in jeder Hinsicht besser als unser eigenes Leben. Wir stellen uns Imagination als ein so tun als ob, als Ausflucht vor und seufzen sehnsüchtig, wie schön es doch wäre, wenn unsere Träume wahr würden. Normalerweise werden wir aus solchen Träumereien wachgerüttelt und müssen missbilligend erkennen, dass unsere Fantasie mit uns durchgegangen ist. Wir wiegen uns in eine Wunschvorstellung von einem befriedigerenden Leben und geben anschließend mit einem Seufzen zu, dass es ja nur unsere Fantasie war. Or we think of the imagination as a tool for being innovative, for coming up with novelties that will keep us at the cutting edge of our profession. It helps to bring us the latest in technology. It keeps it state of the art and fresh from the drawing board. Imagination in this sense can be applied to anything, from computers to lipstick, from automobiles to swimsuits. It is responsible for fashion, or perhaps we should say that our lack of imagination is responsible for that. Oder wir betrachten Imagination als ein Instrument, um innovativ zu sein, um mit neuen Ideen aufzuwarten, sodass wir in unserer beruflichen Sparte eine führende Position behaupten können. Imagination kann uns dazu verhelfen, die neuesten Technologien zu entwickeln, welche dann als frisch vom Designertisch und neue Maßstäbe setzen präsentiert werden kann. Imagination in diesem Sinne verstanden kann auf schlichtweg alles angewendet werden, vom Computer bis zum Lippenstift, von Automobilen bis zu Badeanzügen. Aus ihr entsteht Mode oder vielleicht sollten wir besser sagen, sie entsteht aus einem Mangel an Imagination. Of course, we also give imagination an important, essential place in the arts. This is where it is most respected. Great literature, great painting, great music are all dependent upon the powers of the imagination, as are the lower ranks in these pursuits. This is perhaps the one realm in which the quantitative way of knowing will allow its qualitative way some freedom. Although, of course, we know that many serious people see the products of imagination in this way as little more than ways of escaping reality. We say that people who spend too much time reading fiction or watching films are guilty of escapism, of running away from life, although much of the fiction and films made today seem themselves something to run away from. Natürlich können wir der Imagination auch eine wichtige, essentielle Rolle in der Kunst zuweisen. Dort wird ihr am meisten Wertschätzung entgegengebracht. Große Literatur, große Malerei, große Musik ist unvorstellbar ohne die Kräfte der Imagination. Dies gilt natürlich auch für weniger hochkarätige Kunstwerke. Vielleicht ist dies der einzige Bereich, in dem die quantitative Art des Wissens der qualitativen Art Freiheiten zugesteht. Wenngleich natürlich viele ernsthafte Leute solche Erzeugnisse der Imagination mehr oder weniger für Realitätsflucht halten. Wir beschuldigen Leute, die zu viel Zeit mit dem Lesen fiktionaler Werke oder mit Filmeschauen verbringen, des Eskapismus. Dabei sollte man freilich nicht übersehen, dass vieles, was heute an Literatur und an Filmen produziert wird, selbst zum Davonlaufen ist. But ultimately, when it gets down to business, however powerful and moving a novel, painting, symphony, or even a film may be, in the end, it, like the other substitutes for reality, is unreal. They are fiction, even if the novel, such as War and Peace, is about real events, or the painting depicts an historic scene. And if it is like music, a non-representational art, then it is in the end really nothing more than nice sounds, vibrations of air that for some reason give us a sense of joy or comfort or what have you. Letztendlich jedoch, wenn es um das Wesentliche geht, sind Romane, Malerei, Symphonien und auch Filme, wie eindrucksvoll und bewegend sie auch sein mögen, wie alle anderen Surrogate für die Wirklichkeit, nicht real.
Sie sind Fiktion, auch wenn ein Roman wie beispielsweise Krieg und Frieden von realen Ereignissen handelt. Oder wenn ein Gemälde eine historische Szene darstellt. Handelt es sich wie im Falle von Musik um nicht stellvertretende Kunst, dann ist sie am Ende doch nicht mehr als schöne Klänge, Luftschwingungen, die uns aus einem seltsamen Grunde Vergnügen bereiten oder trösten oder was auch immer. The point here is that no matter how powerful or meaningful we find a work of art, in the end, for the quantitative way of knowing, that power or meaning is less real than the paper, ink, canvas, paint, or vibrations of air that convey it. Paper, canvas, ink, and vibrations can be measured. Meaning can't. Ganz gleich wie wirkungsvoll oder bedeutungsvoll wir ein Kunstwerk finden, letztlich ist für den quantitativen Weg der Welterkenntnis diese Wirkung oder Bedeutung weniger real als das Papier oder die Tinte oder die Leinwand und Farbe oder die Luftschwingungen, die es übermitteln. Papier, Leinwand und Schwingungen sind messbare Größen im Unterschied zur Bedeutung. The prejudice toward the unreality of the imagination is a difficult thing to excise. It is emphasized in the very definition of the word, at least in English. The Oxford Dictionary calls it a mental faculty of forming images of objects not existent. The Cambridge Dictionary calls it the ability to form pictures in the mind that you think exist or are true, but are in fact not real or true. Merriam-Webster, another dictionary, calls it the ability to imagine things that are not real. Diese Voreingenommenheit gegenüber der Nichtwirklichkeit der Imagination ist schwer zu beseitigen. Diese wird bereits in der Definition des Wortes hervorgehoben. Das Oxford Dictionary bezeichnet Imagination als mentale Fähigkeit, Bilder von Objekten zu erschaffen, die nicht existieren. Das Cambridge Dictionary bezeichnet sie als die Fähigkeit, im Geist Bilder zu erschaffen, von denen man annimmt, dass sie existieren oder wahr sind, die jedoch tatsächlich nicht real oder wahr sind. Ein weiteres Wörterbuch nennt sie die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die nicht real sind. We get the point. There are two things I want to say about this. The first is that although imagining in the sense of having a mental picture of something is of course a great part of imagination, it is not the only thing that is important about it or the only power possessed by imagination. The way I see imagination, it is not a faculty or a power in a specific sense, in the way that, say, our eyes have the power of sight or our ears the power of hearing. It is the means by which we have any experience at all. You can have 20/20 vision and hearing like sonar, but if you lack imagination, you will be blind as a bat and deaf as a log. Imagination is something so fundamental that we cannot point to one limited expression of it and say, that's it, that's imagination. We can't imagine what it would be like to be without imagination, because we would need imagination in order to do so. Das ist uns hinlänglich klar. Zwei Dinge möchte ich in diesem Zusammenhang feststellen. Das erste ist, dass obwohl Imaginieren im Sinne von ein mentales Bild von etwas erschaffen, natürlich ein großer Teil dessen ist, was Imagination ausmacht. Ist es aber dennoch keineswegs das einzige Vermögen, das Imagination besitzt. Wie ich Imagination sehe, handelt es sich dabei nicht um eine Fähigkeit oder ein Vermögen in einem spezifischen Sinne, so wie zum Beispiel unsere Augen Sehkraft besitzen oder unsere Ohren das Vermögnis zu hören. Sie ist vielmehr das Mittel, durch das wir überhaupt Erfahrungen sammeln können. Man kann über 100%iges Sehvermögen und ein Gehör wie ein Sonar verfügen. Wenn man keinerlei Vorstellungskraft besitzt, ist man blind wie eine Fledermaus und stocktaub. Vorstellungskraft ist etwas so Fundamentales, dass wir nicht einfach auf einen begrenzten Ausdruck davon deuten können und sagen, genau das ist es, das ist Imagination. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn wir keinerlei Vorstellungskraft besäßen. Denn hierzu bräuchten wir wiederum Vorstellungskraft. The philosopher Alfred North Whitehead
spoke of the fundamental elements of our experience as things incapable of analysis in terms of factors more far-reaching than themselves. These are things so basic that we can't get under or away from them. We can't analyze anything without already taking them for granted. Imagination is one of these things. It is so much a part of memory, self-consciousness, thought, perception, and the rest of our inner experience that it is almost impossible to pry it apart from them or pry any of them apart from each other. We can talk about these elements of our inner world as separate phenomena, but we soon find that they blend into each other, and to demand an unyielding, fixed definition of imagination or any of these other imponderables would actually make them more obscure. We recognize what they mean tacitly, implicitly, and to throw the spotlight of analysis on them too harshly causes them to fade from our grasp. They have their own character, their own shading, contour, and shape, but they run parallel with each other. Der Philosoph Alfred North Whitehead sprach von den grundlegenden Elementen unserer Erfahrung als von Dingen, die nicht fähig sind zu einer Analyse im Hinblick auf Faktoren, die weiterreichend sind als sie selbst. Ich glaube, das wiederhole ich nochmal, das ist ein bisschen kompliziert. Also er sprach von den grundlegenden Elementen unserer Erfahrung als von Dingen, die nicht fähig sind zu einer Analyse im Hinblick auf Faktoren, die weiterreichend sind als sie selbst. Dies sind Dinge, die so elementar sind, dass wir ihnen weder auf den Grund gehen, noch uns über sie hinwegsetzen können. Wir können nichts analysieren, ohne nicht bereits von ihnen als Voraussetzung auszugehen. Imagination ist meiner Ansicht nach eines von diesen Dingen. Sie ist so untrennbar mit unserem Gedächtnis, dem Bewusstsein unserer selbst, unserem Denken, unserer Wahrnehmung und all den anderen Ansichten unserer inneren Erfahrung verbunden, dass es geradezu unmöglich ist, sie gesondert von den anderen Aspekten zu betrachten oder irgendeinen anderen Anteil aus dieser Verbundenheit isoliert zu untersuchen. Wir können über diese Elemente unserer inneren Welt sprechen, aber wir werden bald feststellen, dass sie ineinander übergehen und dass die Forderung nach einer festen und klar umrissenen Definition von Imagination oder irgendeine andere dieser Imponderabilien sie dunkler und rätselhafter erscheinen lassen würde. Sie haben ihre eigene Wesensart, ihre Schattierung, Kontur und Form, aber sie existieren parallel zueinander. The other thing I would say regarding a definition of imagination is that the one I do find most profitable to follow comes from Colin Wilson, a British writer and philosopher, whose work has been an enormous influence on my own. He saw imagination as the ability to grasp realities that are not immediately present, not as our official definitions have it, as a means of creating a mental image of non-existing things, but a means of grasping reality itself. I would only add to Wilson's definition the fact that we often need imagination to truly grasp the reality that is right in front of us, staring us in the face. Als zweites möchte ich bezüglich einer Definition von Imagination feststellen, dass ich am gewinnbringendsten die von Colin Wilson finde, einem britischen Schriftsteller und Philosophen, dessen Werk einen enormen Einfluss auf mein eigenes hatte. Für ihn bedeutete Imagination die Fähigkeit, Dinge zu erfassen, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind. Nicht also, wie die offiziellen Definitionen es darstellen, ein Mittel zum Erschaffen mentaler Bilder von nicht existenten Dingen, sondern ein Mittel, um die Realität selbst zu erfassen. Zu Wilsons Definition würde ich lediglich gerne noch die Tatsache hinzufügen, dass wir oft der Imagination bedürfen, um die Wirklichkeit wahrhaftig zu erfassen, die sich direkt vor uns befindet und uns ins Auge blickt. Wilson knew this, and it is this kind of passivity before the outer world that our consciousness often exhibits, what he calls robotic consciousness, that he spent a lifetime analyzing in order to overcome. What he meant by realities that are not immediately present
is that we are often hypnotized into accepting whatever reality may be in front of us at the moment as the whole of reality, or at least of the reality available to us at the time. We are, he says, stuck in the present, hemmed in by our immediate experience in the same way that we would be hemmed in by four walls if we were locked in a room. Plato, in fact, knew this ages ago when he compared human beings to prisoners chained and forced to live in a cave, who take the shadows they are compelled to see for reality. Wilson wusste dies, und es war diese Art von Passivität, die unser Bewusstsein angesichts der Außenwelt an den Tag legt. Er nennt das Roboterbewusstsein, die er sein Leben lang untersuchte, um sie überwinden zu können. Was er allerdings unter Realitäten, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind, verstand, ist, dass wir oft wie hypnotisiert jedwede Realität, der wir gerade in einem gegebenen Moment gegenüberstehen, als die ganze Realität akzeptieren. Oder jedenfalls die ganze Realität, die uns zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Wir stecken in der Gegenwart fest, wie er es ausdrückt, begrenzt durch unsere unmittelbare Erfahrung, auf dieselbe Weise, wie wir durch vier Wände eingeengt wären, wenn wir dort als Gefangene eingeschlossen wären. Plato wusste dies schon vor Zeitaltern, als er die Menschen mit Gefangenen verglich, die angekettet in einer Höhle leben müssen und die Schatten, die sie ständig vor Augen haben, für die Wirklichkeit halten. Plato believed the pursuit of philosophy was a way of exiting the cave. He is right, it is. And the Neoplatonists whose vision informed Kathleen Rain's romantic poets knew it. But sometimes we can find ourselves outside the cave and in the bright daylight spontaneously. It is in such moments that imagination, in the sense of making real realities that are not immediately present, comes into play. And even here, the notion that imagination, instead of make-believe, which is how we usually understand it, is really about making real, is expressed quite clearly. Anytime you realize something, that is, make it real to you, you use your imagination to do so. That is what realizing something means, making it real. Plato war der Überzeugung, dass die Beschäftigung mit der Philosophie einen Ausweg aus der Gefangenschaft in der Höhle darstellte. Er hat natürlich recht. So ist es in der Tat, und die Neoplatoniker, deren Vision wiederum die Dichter der Romantik inspiriert hat, wie Kathleen Rain dargelegt hat, wussten dies auch. Aber manchmal kann es vorkommen, dass wir uns spontan bei hellem Tageslicht außerhalb der Höhle befinden. In solch einem Augenblick kommt Imagination im Sinne einer Verwirklichung von Realitäten, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind, ins Spiel. Und genau hier kommt die Auffassung klar zum Ausdruck, dass Imagination statt etwas vortäuschen, wie wir das für gewöhnlich verstehen, tatsächlich verwirklichen bedeutet. Wann immer wir etwas realisieren, das heißt es für uns real machen, gebrauchen wir hierfür unsere Imagination. Genau das bedeutet realisieren, etwas real machen. Let me give you an example of such a moment, which seems rather appropriate for the setting of this conference. It comes from the novelist Hermann Hesse, from his novel Steppenwolf. And here we are in Hesse's hometown. I'm sure you know the story. Harry Haller, who we must assume is in at least some ways Hesse himself, is a middle-aged intellectual who really has nothing to complain about. He has enough money to live on, the freedom to do what he wants, no responsibilities of any kind. Yet, he spends his days avoiding suicide. Why? Why should his freedom, which is something he has always wanted and has struggled and sacrificed to attain, have become a burden? It makes no sense. Yet it has, and in the beginning of the book we find him wandering around an unidentified city, most likely a blend of Basel and Zurich, avoiding the razor blade.
Gary möchte also hier ein Beispiel geben aus einem Buch von Colin Wilson, das ihm sehr passend erscheint hier für unsere Konferenz, denn das stammt von dem Romanautor Hermann Hesse, von seinem Roman Der Steppenwolf, und wir sind ja hier in der Heimatstadt Hesses. Er meint also, wir alle kennen die Handlung dieses Romanes, das sei zu hoffen. Ich sage es ganz kurz, Harry Haller, der also wohl auch autobiografische Züge trägt von Hesse selbst, ist also ein Intellektueller, so in der Mitte seines Lebens, und er hat gar keinen Grund, sich über das Leben zu beklagen. Er hat genug Geld und Freiheit, alles zu tun, was er will, keine Verantwortlichkeiten engen ihn ein. Und doch trägt er sich ständig mit Selbstmordgedanken. Warum? Warum sollte seine Freiheit, nach der er sich doch immer gesehnt hat und nach der ihm immer verlangt hat und wo er alles dafür getan hat, dass er die bekommt, ihn jetzt plötzlich zu einem Selbstmörder werden lassen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Und doch am Anfang des Romans wandert er herum in einer Stadt, die Züge von Basel oder Zürich wohl trägt, und versucht immer irgendwie dem Selbstmord zu entkommen. At one point he sits down at a cafe and he has a glass of wine, and as he sips the wine, something happens. His despair lifts and suddenly he is transformed. Hesse writes that a refreshing laughter rises in him, and from out of nowhere he is flooded with memories of paintings he has seen, places he has been, experiences he has had, but of only which he knows. 1,000 pictures were stored in his brain, and now they have come back to him, not as dim, faint recollections, but as living, vital realities. These things have been and still are real, and the recognition of the reality, the realization of it, has now completely changed the wretched Steppenwolf's mood. He is not trapped in the prison of the present moment, and the dullness he feels towards life is a colossal mistake, his ideas of suicide and absurdity. As he becomes aware of more reality, he becomes more real himself. Hesse writes, "The golden trail was blazed, and I was reminded of the eternal and of Mozart and the stars." Also an einem Punkt in diesem Roman sitzt der Steppenwolf in einem Café und bestellt sich ein Glas Wein. Und während er diesen Elsässer so genüsslich trinkt, passiert etwas. Seine Verzweiflung weicht plötzlich von ihm und er ist wie transformiert. Ein erfrischendes Lachen steigt in ihm auf, wie von nirgendwoher, und er ist plötzlich überschwemmt von Erinnerungen, von Gemälden, die er gesehen hat, Orten, die er mal besucht hat, von Erfahrungen, die er schon vergessen glaubte. Tausende von Bildern, die in seinem Gedächtnis gespeichert waren. Und jetzt sind sie plötzlich wieder da. Nicht irgendwie ganz so schwache Abbilder, sondern ganz lebendige, kraftvolle Realitäten. Und diese Erinnerungen werden für ihn wieder zu einer Wirklichkeit in seinem augenblicklichen Moment, und das bringt ihn plötzlich in eine ganz andere Gestimmtheit. Er ist plötzlich nicht mehr gefangen in dem Gefängnis, in dem Kerker des augenblicklichen Moments, in diesem öden Dasein, dass ihm plötzlich klar wird, dass das ein kolossaler Fehler ist, das Leben so zu sehen. Und er erkennt auch, dass seine Selbstmordgedanken eigentlich eine Absurdität darstellen. Und als er jetzt sich der Realität gewärtig wird, wird er mehr selbst auch wirklich. Und dieses Zitat kann ich jetzt leider nicht originalgerecht wiedergeben. Ich hatte nicht die Zeit mehr, das nachzugucken, wie der Herr Hesse das sicher sehr viel schöner sagt. Ich übersetze das jetzt einfach so. Also die goldene Spur leuchtete auf und ich wurde erinnert an das Ewige von Mozart und den Sternen. Harry Haller was reminded of the reality of the stars, of Mozart, and of the eternal. But did he actually forget that Mozart existed? Or that the stars did?
We can put the eternal aside for a moment. Did he forget about their existence in the same way that he might have forgotten his keys or a friend's telephone number? What exactly is he remembering here?